Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video werde ich euch sehr erfreuliche Neuigkeiten übermitteln dürfen, denn gestern Abend kam eine neue Mail bzw. eine neue Producer Note raus, die wirklich wahrscheinlich vielen von euch gefallen wird, weil da viele Sachen mit dabei sind, die wir uns als Community gewünscht haben. Und diese werden jetzt auch demnächst implementiert werden. Und das ist mal wieder super schön zu sehen, dass das Ganze hier Früchte trägt, wenn auch was weitergegeben wird an Feedback. Und sogar ein paar dieser Sachen hatten wir tatsächlich auch direkt angesprochen in dem Interview, als Thorsten bei mir, der CEO von Shakes and Fidget, auf meinem Kanal gewesen ist zu Gast, hatten wir ja 2 von den Sachen auch angesprochen gehabt und da freue ich mich sehr, dass das auch so direkt ins Spiel implementiert wird. Aber wir fangen am besten gleich mal an, und zwar den Producer Notes Umfrageergebnisse Teil 1. Also es folgt wahrscheinlich noch mehr. In den vergangenen Wochen haben wir euch in einigen Umfragen um eure Meinung gebeten. Im Folgenden teilen wir die Ergebnisse und die daraus resultierenden Maßnahmen mit euch. Genau, die unten aufgeführten Verbesserungen werden Teil des nächsten Updates, Version 22.7 sein. Elevator verlassen aus der Gilde geworfen werden, unterliegt Restriktionen. Wir hatten gefragt, ob ausprobiert werden soll, dass wir Restriktionen zum Elevator hinzufügen. Dies wurde vom Großteil der Teilnehmenden befürwortet. Als Ergebnis werden wir untersagen, dass Gildenmitglieder eine Gilde verlassen können, während der Elevator aktiv ist. Sobald die Belohnungen beansprucht werden können, kann eine Gilde wieder verlassen werden. Gildenmitglieder sind während des Events davor geschützt, aus einer Gilde geworfen zu werden. Gelöschte Charaktere werden hingegen entfernt. Ja, es kam ja in der Vergangenheit jetzt öfter dazu, dass beim Elevator es dazu kam, jetzt gerade auch mit dem neuen Feature, den Hell Attacks, ja, die ja jetzt auch nochmal wirklich viel dazu beitragen, dass Leute, die Hell-Tokens ja auf ihrem Account oder so gespeichert haben und dann kurz bevor das Elevator-Event zu Ende gegangen ist, dann die Gilde verlassen haben und dann in eine andere Gilde gejoint sind oder so, ne, und haben halt eben dadurch nochmal, was weiß ich, die letzten paar Höllenmarken zu einer besseren Platzierung zu beigetragen und so, ne, oder dass welche gekickt werden und dann halt eben auch nicht davon profitieren, ne, von dem, wo sie halt eben so lange für mitgekämpft haben, und das finde ich schön, dass das Ganze jetzt hier auch so ein bisschen klare Regelungen gibt. Es sollte auch so sein, dass das Elevator-Event ist ein gemeinschaftliches Event und ein Gilden-Event, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man dann als Gilde dann auch mehr auf diesen Zusammenhalt Acht gibt und nicht irgendwie irgendwelche, Rotation oder sowas innerhalb verschiedener Gilden, ne, oder Gildenhopping oder so, Bunnyhopping wollte ich gerade sagen, Gildenhopping betreibt oder so, das ist alles nicht so geil. Deswegen ist das schön, ne, weil es in der Vergangenheit jetzt schon öfter vorgekommen ist und mit den Hell Attacks jetzt auch nochmal einen Zacken schärfer geworden ist, dass das Ganze hier, dass da jetzt Wert drauf gelegt wird, dass dies nicht mehr so ist. So, der nächste Punkt, ich weiß nicht, aber ich glaube, den Punkt kann ich mir wirklich auf meine Kappe schreiben, denn wie lange meckere ich schon über die internationale Ehrenhalle? Ich glaube, seit Anbeginn der Zeit, seit es das Ding gibt. Und ich weiß nicht, wie viel andere darüber meckern, aber wenn ich mal irgendwo in anderen Streams sein sollte, also es kann natürlich sein, dass sich da auch andere für eingesetzt haben, aber meistens ist die internationale Ehrenhalle nie großartig irgendwo ein Thema gewesen, weil es auch keinen gejuckt hat irgendwie großartig. Ich hatte, glaube ich, schon seit wirklich Anfang an immer gesagt gehabt, und ihr könnt euch, glaube ich, an den Spruch erinnern, dass die internationale Ehrenhalle immer noch nur zu 50% fertig ist. Das hatte ich auch so im Interview zu Thorsten gesagt, dass seitdem die internationale Ehrenhalle draußen ist, sich darum nicht gekümmert worden ist und die eine Hälfte des Bildschirms einfach komplett useless ist. Es bringt nichts. Die rechte Hälfte bringt einfach nichts. Sie ist nicht da, es bringt einfach nichts. Es verschwendet der Platz.
So, und da wurde sich nie drum gekümmert. Und wie lange gibt es jetzt schon die eHoff? Wie viele Jahre? Ja, so wie sie rauskam, ist sie auch geblieben. Es wurde sich kein Stück weiterentwickelt. Und da habe ich mich lange drüber aufgeregt. Und ja, jetzt wurde zumindest so ein bisschen wurde da darauf eingegangen, weil ich auch mich ja im Video beschwert hatte darüber, dass ich die eHoff, so wie sie ist, nicht gut finde, und das war einer der Punkte, die ich im Video mit Thorsten angesprochen hatte. Ja, ihr könnt euch das im Nachhinein auch immer noch mal sehr gerne reinziehen. CEO über die Zukunft von SF und neue Updates. Da habe ich das Ganze hier so in kleinen Timestamps unterteilt, ne? Für wen die Punkte nicht so interessant sind, habe ich die hier auch aufgelistet gehabt, und da ist zum Beispiel ein großer Punkt, hier die eHoff hat versagt. Ne? Das hatte ich als einen von vielen Verbesserungsvorschlägen bzw. Kritikpunkten angesprochen gehabt, und genau das, was ich euch jetzt erzählt habe, dort auch erzählt, und ich glaube sogar auch zumindest gesagt, es wäre zumindest schön, wenn die andere Hälfte genutzt wird und dass man wenigstens die Charaktere sieht von den Leuten, die hier auch tatsächlich in der Ehrenhalle angezeigt werden. In der normalen funktioniert es doch auch. Ja, hier habt ihr auch die normalen Avatare. Warum funktioniert es hier nicht? Ja, wenigstens ein kleiner Schritt. Ja, ist immer noch nicht perfekt dann die internationale Ehrenhalle, aber das hatte ich dann gesagt, wenigstens macht doch das. Ja, und tatsächlich wurde darauf gehört, Anzeige Charakteransicht in der internationalen Ehrenhalle. Es herrschte Übereinstimmung darüber, dass in der eHoff die jeweiligen Charakteransichten angezeigt werden soll. Dies wird nun eingeführt. Und das finde ich super. Ja, das ist schön. Das wurde natürlich auch sich von vielen aus der Community gewünscht, der Punkt mit dem Elevator. Aber hier habe ich so bei dem Punkt das Gefühl, dass ich gefühlt der Einzige gewesen bin, der das irgendwie angemerkt hatte irgendwie. Und deswegen, ja, ne, ich will mich da jetzt nicht irgendwie hochhypen oder sowas. Aber ich finde, es ist ein schönes Gefühl. Auf jeden Fall, das gibt einem ja auch Bestätigung, dass auf das gehört wird und auch notiert wird, was man halt auch wirklich anmerkt, ja, und das ist halt eine schöne Sache, ja. Übrigens, die nächsten 3 Videos bis, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag sind auf jeden Fall vorproduziert, weil ich da jetzt auch in Hamburg bin, ja, dazu aber dann in Zukunft mehr, sag ich mal, ja, genau. Dann ein weiterer Punkt, Gildenkrieg, angreifende und verteidigende Gildenmitglieder für alle einsehbar. Um die Sichtbarkeit bezüglich angreifender und verteidigender Gildenmitglieder vor einem Gildenkampf zu verbessern, werden wir gemäß euren Feedbacks allen Spielern die Möglichkeit geben, die Angreifer und Verteidiger in Gildenmitgliederliste einsehen zu können. Ja, ich denke mal, ich hoffe mal, das beinhaltet auch den Punkt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand hier angreift. Ne? Früher, in der alten Version, vielleicht erinnert ihr euch noch, konnte man auf die Gilde auch direkt von hier aus draufklicken. Ich hoffe mal, dass dies auch der Fall sein wird, weil das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich mir gewünscht hatte, dass man von hier aus direkt auf die Gilde raufklicken kann. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel wir von Horizon angegriffen werden, will ich nicht, dass ja, ich dann erst hier gucke, okay, wo sind die, wer sind die, und dann sehe ich, aha, okay, das sind die und dann kann ich mir die Gilde anschauen, sondern direkt Verlinkung hier bei den Angriffen. Das wäre cool, falls das auch passieren wird. Ja, dann haben wir einen weiteren Punkt, und den hatten wir tatsächlich auch so 1:1 angesprochen gehabt im Video. Und zwar ist das unter dem Punkt zu finden, ja, wo haben wir es denn hier? Schmied Quality of Life Update. Ja, das hatten wir hier auch erwähnt gehabt. Auf jeden Fall, wir haben hier wirklich sehr viel, in sehr kurzer Zeit sind wir hier durchgegangen in dem Video. Und das wird jetzt auch 1:1 übernommen. Einführung von Edelstein in sockelfreien Gegenständen. Momentan muss man den Umweg über den Schmied gehen, wenn man einen Edelstein in einen Gegenstand ohne Sockel einfügen möchte. Aufgrund des Community-Feedbacks werden wir eine praktischere Funktionsweise einführen, die es einen ermöglicht, Edelsteine und Sockel in einen Schritt zu einem Gegenstand hinzufügen zu können. Ja, das war in dem alten Update auch so gewesen, dass man aus dem Inventar hier Rechtsklick machen kann, und dann kannst du hier da auch direkt einen Sockel hinzufügen. Jetzt wirst du erst dann zum Schmied weitergeleitet,
Und in Zukunft könntest du das dann halt auch direkt hier so aus dem Inventar direkt machen. Wenn du jetzt sagen willst, okay, ich möchte hier jetzt einen Sockel hinzufügen, dann musst du jetzt nicht noch extra hier und dahin und da, ne, sondern kannst das direkt aus dem Inventar raus machen. Jetzt musst du für jedes Mal, wenn du irgendwas mit dem Item vorhast, musst du jedes Mal zum Schmied gehen. Ne? Dann musst du dir aussuchen, okay, was willst du hier machen? Willst du es zerlegen? Willst du einen Stein zurückgewinnen? Willst du einen Sockel hinzufügen oder so oder das upgraden? Ne? In der alten Version, vielleicht erinnert ihr euch da auch noch dran, konnte man das alles managen über die Rechtsklick-Funktion, und ja, das wird auch wieder zurückkommen ins Game, und das ist sehr schön, dass es ja eben so dass so ein Feedback, was aus der Community dann entstanden ist, dann hier auch so ankommt, und ja, wie gesagt, dieses Quality of Life Update beim Schmied, das wurde auch 1:1 so hier angesprochen in dem Punkt, und ja, sind zumindest ein paar Punkte, die hier jetzt auch übernommen worden sind. Ne? Beim Field steht wahrscheinlich noch das Beutegold im Raum, ist ein ganz großes Thema, sehr, sehr krass gewünscht von der Community. Das Top-Thema eigentlich gewesen, was sich die Leute gewünscht haben. Ich hatte ja für dieses Video hier, hatte ich ja auch eine Umfrage gemacht innerhalb der Community, was ich Thorsten fragen soll. Und da war das Beutegold mit eins der größten Themen. Ne, ihr seht, hier ist auch ein relativ langer Balken hier auf jeden Fall. Also das ging relativ lange, das Thema. Ne? Genauso wie IHOF auch relativ groß. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Die Mitteilung wollte ich euch überliefern, falls ihr das Ganze irgendwie nicht mitbekommen haben solltet. Und ja, das erfreut mich auf jeden Fall. Und spricht nur dafür, dass halt wirklich auch darauf gehört wird, was halt eben so an Vorschlägen aus der Community kommt. Und ja, solange das immer noch passiert, sehe ich da auch wirklich eine gute Zukunft, sage ich mal, weil die Spieler wissen, glaube ich, so wirklich am besten, was sich gewünscht wird und was ins Spiel kommen soll und welche Changes dem Game halt gut tun. Ne? Gut, ja, das erstmal soweit dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Jetzt die Woche startet ja auch der Elevator. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich direkt zum Start nicht dabei sein, weil ich nicht da bin. Aber ich denke mal, Ende der Woche oder so werden wir definitiv auch nochmal in den Elevator reinschauen. Wie gesagt, bis dahin sind die Videos jetzt erstmal vorproduziert. Ne? Alles Gute bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.